Meine Erfahrung ist immer, wenn ich heule bei irgendwas, dann bin ich total nah dran an dem, was ich wirklich bin und an dem, was ja, was so meine Berufung ist oder was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Killing time, Friday night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Hallo, ich bin Susanna und das ist mein Ciniti. Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard. Ja, wir sind in meinem kleinen Reich, in meiner Küche. Ja, für mich so ein ganz besonderer Ort, weil ich halt einfach super gerne koche und von daher war das so, dass ich gesagt habe, 2 Plattenherd geht gar nicht, ich brauche mindestens 4. Und was ich das Spannende fand, ist halt wirklich, dass ich so alles das letztendlich in dieser Küche hatte oder habe, was ich auch in meinem Haus habe oder hatte. Also das war mir super, super wichtig. Ich kann auf alle anderen Sachen gut verzichten, aber auf Küche und Küchensachen nicht. Von daher klein, aber fein, alles da, was man irgendwie zum Leckerkochen braucht. Also der Anschluss ist letztendlich wie ein Hausanschluss, bis auf den Strom. Also der Strom ist halt so ein Campingplatzanschluss und Wasser und Abwasser ist ganz normal wie an jedem anderen Haus auch. Das heißt, na, ich mache den Wasserhahn auf, yeah, und es läuft. Warmwasser ist halt dann durch einen Durchlauferhitzer, den habe ich auch, den nutze ich aber nie, weil das geht irgendwie mit dem Gasherd so super schnell, dass wenn ich irgendwie warmes Wasser brauche, dann koche ich mir das eben. Kühlschrank habe ich nicht, weil ich mir angewöhnt habe, so zu kochen, dass ich wirklich die Sachen allerspätestens am nächsten Tag aufgegessen habe. Also ich habe einen mini kleinen Vorratsraum, das ist der hier. Also da ist halt so das drin, was halt, ja, sag ich mal, kühler stehen soll als andere Sachen. Und es war für mich so ein Versuch. Also dieses Kleinerwerden ging nicht nur darum, meine persönlichen Sachen zu reduzieren, sondern auch zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich. Und ich habe schon im Haus keine Tiefkühltruhe gehabt, weil ich das einfach nicht vertrage, Tiefkühlessen. Und dann war es halt einfach so die Frage, braucht man wirklich einen Kühlschrank? Im Winter ganz klar überhaupt nicht. Also dieser Schrank ist so kühl gewesen, dass ich wirklich zum Teil aufpassen musste, dass die Sachen nicht zu kalt werden. Und ich habe wirklich nicht die riesen Vorräte. Also was ich jetzt für die Not habe, das ist aus meinem VW-Bus. Also ich habe ja auch noch so einen Campingbus, mit dem ich dann durch die Gegend fahre. Und da habe ich so eine kleine Kühlbox drin, also die halt auch über Strom oder über Gas läuft. Die habe ich sozusagen in der Hinterhand, falls es irgendwie mal ganz warm werden sollte. Habe ich aber zum Beispiel im letzten Jahr überhaupt nicht gebraucht, weil wirklich diese Idee ist, ja, eine weiterführende Idee ist eigentlich so einen Erdkühlschrank zu haben. Also ne, wo ich wirklich dann irgendwie ein Loch in der Erde habe. Ich habe auch schon so eine Wäschetrommel, so eine alte, wo ich dann sage, okay, wenn man wirklich was kühlen möchte, dann packe ich das halt einfach da rein. Und ja, das war so ein Versuch und der hat bis jetzt ganz gut geklappt. Also wirklich auch da zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich in der Woche? Brauche ich unbedingt so haltbare Sachen oder greife ich auf Sachen zurück, was ich irgendwie unsere Großeltern schon hatten. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel so Buttertöpfe, wo man kaltes Wasser reinfüllt und wo man die Butter umgekehrt da reinhängt, was dann auch so wie ein Kühlschrank ist. Und das ist so das probiere ich gerade aus. Und das finde ich irgendwie gerade ganz spannend, diese elektrischen Sachen mal wegzulassen. Anstoß war ein Freund von mir, der in so einem Hanomag gewohnt hat und damit irgendwie auch durch die Gegend gereist ist. Und der hat so ein Fenster bei mir geöffnet. Ein Fenster, was es eigentlich schon sehr lange, nicht ja eigentlich, was es schon sehr lange gab. Weil
also ich habe in Kassel studiert und in Kassel gab es damals schon eine Bauwagensiedlung, in der ich super, super gerne gewohnt hätte. Habe ich aber nicht gemacht, weil da wohnten nur Jungs. Und ich habe einmal gesagt, ich habe keinen Bock in so eine, also es waren jetzt nur 6 Wagen, aber ne, ich hatte einfach da keinen Bock hinzuziehen und irgendwie mich mit den Jungs auseinanderzusetzen. So, und dann ist es wirklich aus meinem Geist verschwunden. Und ich habe dann halt ne, so ganz normales Leben und irgendwann dann halt auch mit Partner und Haus gekauft und so ganz klassisch. Und dann ging diese Beziehung zu Ende und ich saß in diesem 120 Quadratmeter Haus und habe halt irgendwie überlegt und gedacht, was mache ich jetzt hier? Und zu diesem Zeitpunkt kam halt dieser Freund in mein Leben, der da irgendwie wieder diesen Schalter umlegt und ich gesagt habe, kleiner Leben, Bauwagen, was auch immer. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu recherchieren und wusste dann so, ne, das Thema ist Stellplatz. Und mir war klar, ohne Stellplatz werde ich diesen Gedanken überhaupt nicht weiterführen. Habe 1,5 Jahre lang gesucht, bin immer wieder hier aufs Village gestoßen. Es war aber irgendwie immer so ein, nee, da will ich eigentlich nicht hin. Das ist mir zu sehr Campingplatz. Also ne, irgendwie immer so, war da sowas im Hinterkopf, was nicht ganz gestimmt hat. Und dann bin ich vor 2 Jahren ganz spontan hier aufs Sommerfest gefahren, habe mit Leuten geredet und fand es ganz spannend. Und natürlich auch getrieben ne, von diesem Gedanken, ich will irgendwie so ein kleines Haus haben, war das halt so, dass ich hier ja so mit einer der ersten gewesen bin, die hier hingezogen ist. Und ja, da war ich halt auch ganz glücklich drüber. Das ist mein Kleiderschrank und die Aufbewahrung für den größten Teil meines Bettzeugs, nämlich meine Bettdecke, die ich liebe. Die muss irgendwie, ne, die ist groß und die ist flauschig und die passt da auch noch rein. Magst du reingucken? Guck. Hier ist alles drin, was ich brauche. Also ne, das ist dann mein Bettzeug. Und wenn ich das dann rausnehme, ist das mein Kleiderschrank. Mehr gibt es nicht. Also doch, mehr gibt es schon, weil ich habe schon eine Tonne, wo halt meine Wintersachen drin sind. Also ne, es gibt halt dann noch speziell, ne, die dicken Pullover oder die dicken Jacken. Aber letztendlich so das, was hier an Klamotten drin sind, ja, das ist alles, was ich habe. Das war auch sehr spannend. Beim Auszug aus dem Haus war das so das Erste, was ganz viele Leute gefragt haben. Also der Kleiderschrank war das Erste, was leer war, weil ich habe noch nie so viele Klamotten gehabt. Also ne, das war... Und jetzt ist es halt so, also ich habe 2 Jeans zum Beispiel, weil ich hasse es irgendwie auch vor dieser Truhe zu stehen und zu überlegen, was ziehe ich denn heute an. Ich finde das ganz spannend, weil ich habe 6 T-Shirts und ich habe eine ganze Menge so Trägerhemden, weil ich die gerne so drunter ziehe. Aber wie gesagt, irgendwie ne, 2 Jeans, dann habe ich meine 2 Kletterhosen und gut, ich habe noch eine Jogginghose. Und das ist es dann. Und ich brauche gar nicht großartig überlegen, was ich anziehe, weil gibt es nichts zu überlegen. Im großen Haus war das war halt auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich so überlegt habe, was bewohnst du denn hier eigentlich wirklich? Und es sind im Grunde genommen nur wirklich 2 Räume, nämlich eigentlich das Schlafzimmer und die Küche. So, der Rest ist ja so, ja, da ist man mal, aber so vom Zeitaufwand her, wo verbringt man die meiste Zeit, also zumindest bei mir so, wo verbringe ich die meiste Zeit? Nur dadurch, dass ich gerne koche, viel in der Küche, da brauche ich auch nicht unbedingt ein Esszimmer, da reicht mir dann halt einfach ein Tisch, wo ich auch mich schön hinsetzen kann und dann halt das Schlafzimmer, wo dann auch meistens meine Bücher stehen, weil ich einfach total gerne abends im Bett liege und lese. Also das Coole in so einem Mini-Haus ist natürlich, dass ich in einem großen Raum ganz verschiedene Sachen habe. Ne? Also da jetzt meine Küche, da mein Kleiderschrank, da mein Esszimmer. Du siehst, wir brauchen nicht weit gehen. Dann als Trennung habe ich mir so meine kleine Bibliothek gemacht. Und wenn man dann hinters Regal geht, dann kommt sozusagen der Chill-Bereich. Komm mal mit. Und
Das ist Wohnzimmer und Schlafzimmer. Das heißt, wenn ich abends schlafen gehe, das ist eine Ausziehcouch, dann klappe ich die einfach auseinander. Und dann klappe ich mein Büro an der anderen Seite halt einfach zu. Das heißt, es ist ein Klapptisch. Der ist, also hier liegt auch immer so das, was ich halt am Tag arbeiten möchte, was ich dann wegarbeite. Und das ist dann auch so, dass abends dann der Tisch frei ist und dass er auch wirklich weggeklappt werden kann. Also das ist das Markenzeichen von der Firma Zinipi, die das Haus gebaut hat, dieses Bullauge. Das war auch was mich so ein bisschen begeistert hat. Na klar, spannend ist halt, dass man jetzt tagsüber rausgucken kann, aber keiner reingucken kann. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig. Das Blöde ist nur, es dreht sich nachts um. Das heißt also, diese Spiegelfunktion funktioniert halt über Licht. Und wenn es draußen dunkel ist, kann ich nicht mehr rausgucken, aber jeder kann reingucken. Deswegen gibt es halt einen Vorhang. Also ich sag mal, die Vorarbeit war dazu halt spannend. Ne, weil von 120 Quadratmeter auf 21 Quadratmeter, beziehungsweise ich habe ja zwischenzeitlich dann auch noch in so einer Gartenlaube mit 9 Quadratmetern gelebt, das war natürlich Aussortieren. Und Aussortieren auf allen Ebenen. Also das war die spannendste Zeit, die ich bisher erlebt habe, weil du in dem Moment, wo du, sag ich mal, ja irgendwo so eine Kiste oder eine Schublade aufmachst, du dann Dinge in den Händen hast, die ja so irgendwie im Verborgenen lagen. Also was ich, da sind dann alte Liebesbriefe aufgetaucht, wo ich dann dachte, ach ja, diese Beziehung gab es ja auch noch. Und wo ich dann so im Herzen gemerkt habe, die ist aber noch nicht beendet. Also da gibt es einfach noch, da gibt es noch einen bestimmten Schmerz oder da gibt es noch eine bestimmte Wut oder was auch immer. Und so war das wirklich so Stück für Stück bei Bildern, bei Briefen, manchmal auch bei Anziehsachen, die ich von irgendjemandem geschenkt bekommen habe. Und dieses Aufräumen in mir und Aufräumen mit Freunden, das war die spannendste Zeit überhaupt. Die hat auch wehgetan. Da sind bei mir viele, viele Tränen geflossen. Also weil da natürlich auch noch so eine 20-jährige Beziehung irgendwie noch relativ frisch und nah dran war. Das war das eine, die hat Ticks aufgelegt. Also mir ist dann aufgefallen, dass ich jahrelang Dinge immer doppelt gekauft habe. So dachte, oh. Ja, das ist mir bis dahin nicht aufgefallen. Das war so nach dem Motto, das kaufe ich für mich und Christian. So, ne? Also nie nur für mich. Deswegen gab es ganz viele Dinge immer zweifach. Und das auszusortieren oder das auch bewusst mitzubekommen, was ich da für mich halt auch für Ticks hatte. Und ja, das ist ja alles vorher passiert. Ne? Da sind dann halt auch ja so Bücher, so eine Sammelleidenschaft, die auch so unsinnig ist, also die so nicht so einen Mehrwert bringt. Und das war so bei jedem Stück die Überlegung, also ich habe wirklich jedes Buch auch in die Hand genommen und habe es überlegt, hat dieses Buch Mehrwert für mich gebracht? Kann ich das jetzt loslassen oder bringt es immer noch Mehrwert? Und so ist zum Beispiel in diesem Bücherregal stehen all die Bücher, die mir auf der einen Seite Mehrwert gebracht haben und mir immer noch Mehrwert bringen. Also wo ich auch wirklich immer noch mal reingucke. Und das ist so in ganz, ganz vielen Sachen passiert. Das ist in meinem Kleiderschrank passiert. Das passiert jetzt. Also ich bin ja jetzt gerade in so einer Phase, wo ich auch auf einen neuen Platz möchte. Und jetzt so merke, es gibt jetzt immer noch Dinge, die ich hier nicht brauche. Also ne, die einfach zu viel sind. Also ist die Frage, warum brauche ich 12 große Teller? So, ne? Also so ein Beispiel. Und hier ist jetzt, also ich habe jetzt hier das Gefühl, das ist jetzt so mein Konzentrat. Also bis auf so ein paar kleine Äußerlichkeiten, aber so das was mich, also auch an Bildern zum Beispiel umgibt, das ist wirklich, das ist das, was jetzt so wirklich zu mir gehört und was mich ausmacht. Dann komm mal raus. Ja, komm mal raus. Genau. Ja, das Brett runtergefallen. Also Badezimmer gibt es in der Form nicht,
weil als ich hierher gekommen bin, war das ja klar, es gibt hier ein Gemeinschaftshaus, wo ich halt duschen kann. Das wird sich demnächst ändern, dann werde ich mir ein Badehaus bauen. Von daher gibt es jetzt hier nur eine Toilette, und zwar eine Trockentrenntoilette. Und die ist versteckt. Hier hinten. Also da baue ich gerade noch dran an der Toilette. Also Pipi machen in einen Eimer. Muss man sich auch dran gewöhnen, ist aber, ich finde es echt super praktisch, weil, also auch hier im Haus oder so in den anderen Häusern, was ich ganz fürchterlich finde, ist, da jede Menge Trinkwasser für so eine Toilettenspülung wegzukippen. Ist halt auch ein Ding, muss ich noch lernen. Also wie gesagt, die habe ich mir, das ist jetzt so das erste Modell, was ich mir selbst gebaut habe, ist nicht so gut. Es steht schon ein zweiter Kanister daneben. So, von daher werde ich mir das jetzt nochmal neu bauen, dass es halt einfach auch nochmal komfortabler ist und man nicht, oder ich, so auf dem Sitz so hin und her rutschen. So, ne? Wie sitze ich denn jetzt am besten, dass Pipi nach vorne geht und die festen Stoffe nach hinten? Und das ist halt einfach auch nochmal so ein bisschen ausprobieren, dass es halt auch passt. Und das ist dann so der nächste Schritt, das nochmal neu zu bauen. Also ich habe 2 Jobs. Ich bin ja Osteopathin und leidenschaftlich. Also es ist meine Berufung. Ich weiß, also von daher lebe ich das auch immer noch und das werde ich auch einfach nicht aufgeben wollen. Und habe hier im Grunde genommen so eine kleine Gemeinschaftspraxis mit der örtlichen Hebamme. Das war auch so ein Traum, dass ich das machen wollte. Also ich bis dahin halt mehr Erwachsene behandelt und es war aber so ein Traum, wirklich irgendwie Kinder oder Babys halt zu begleiten, direkt nach der Geburt zu begleiten und zu sehen, dass die halt einfach eine schöne Basis bekommen. Das mache ich so locker flockig, wenn es halt gerade anliegt. Und dann habe ich, mit der Firma bin ich schon 24 Jahre verbandelt, habe aber nie so die Geschäftsidee entdeckt. Das heißt also, ich bin mit einer Schweizer Firma zusammen im Network Marketing tätig. Und das ist schon jetzt seit einiger Zeit, also jetzt seit fast 2 Jahren sozusagen meine Basis. Also die mich auch jetzt, ne, in der C-Zeit, ich sage mal, ja, mich auch safe macht. Ne? Dass ich halt einfach sage, ich habe mein Grundeinkommen und ich brauche jetzt nicht fürchten, dass ich irgendwie morgen kein Brot mehr kaufen kann. Und das ist zum Beispiel halt auch so ein Aspekt, ne, dass ich halt in dem großen Haus wirklich ungefähr 1.500 €, so mit allen Sicherheiten, ne, also Geld zurücklegen, falls die Heizung mal kaputt geht oder was auch immer. Das waren so 1.500 €, wo ich so gedacht habe, boah, ne, nur für dieses Haus 1.500 € jeden Monat erarbeiten zu müssen. Ich habe hier 400 € feste Kosten. Wenn ich dann noch, Essen ist für mich total wichtig, auch gute Lebensmittel einkaufen. Also ich habe hier mal gerade für mein gesamtes Leben, wenn es viel ist, 1.000 €. Dann bin ich aber, dann bin ich fertig und dann bin ich rund. Und dementsprechend, ja, ich arbeite nicht wenig, weil mir macht Arbeiten einfach viel Spaß. Und ich habe auch deutlich mehr Einkommen. Das kann ich jetzt halt anders verwenden. Das ist so schön. Das fließt nicht in irgendwas rein, was wenig Mehrwert bringt, sondern ich kann es halt wirklich jetzt, ja, ich kann es anders verwenden. Ich kann zum Beispiel meinen Traum machen, dass ich mir gesagt habe, wenn Leute sich keine osteopathische Behandlung leisten können, weil, jetzt gerade es nicht geht oder weil das Familienbudget so gering ist, trotzdem zu sagen, hey, das Kind, das braucht es oder hey, du brauchst es und ich schenke dir das einfach und das kann ich halt jetzt hier machen und das finde ich grandios gut. Letztendlich war ja das auch so ein Anstoß von jemandem, der für sich selber halt so einen Traum verwirklicht hat. Und was bei mir danach passiert ist, das war halt so ein Statement auf einer Bühne, was ich irgendwie 2.500 Leute und ich habe da gesessen, als der irgendwie da seine Speech gehalten hat. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe dann wirklich da gesessen und gedacht, okay, warum heule ich denn jetzt? Und so meine Erfahrung ist immer, wenn ich heule bei irgendwas, dann bin ich total nah dran
an dem, was ich wirklich bin und an dem, was so meine Berufung ist oder was ich wirklich, wirklich, wirklich will. So, das ist halt was ich erfahren habe für mich. Und ich glaube, das ist sowas, was ich dann auch gerne weitergebe. Egal, ob das ein Film ist. Ne? Also ich bin ja jetzt gerade nicht in der Beziehung, aber es gibt halt einfach dann, so ein Liebesfilm, wo ich anfange zu heulen und genau weiß, ja, so hätte ich das irgendwie gerne mit meinem Liebsten auch gehabt. Hat halt irgendwie so nicht funktioniert oder wünsche ich mir für die Zukunft. So, und das für sich zu entdecken, ich habe das irgendwie lange Zeit irgendwie so mit, ach, jetzt bist du aber wieder sensibel abgetan. Nee, oder ja, klar bin ich da sensibel und ich bin dann sensibel für mich und meine Träume. Und das fand ich so was ganz, ganz Wichtiges zu entdecken. Und das ist heute was, also ich liebe das heute. Ne, wenn ich dann merke, jetzt habe ich wieder Pipi in den Augen, dann weiß ich, ja, ich bin wieder ganz nah bei mir. Und ja, wirklich das zu entdecken und nicht wegzuschieben und für sich zu nehmen und zu sagen, ich bin an meinem Traum dran. Und dann hinzugucken, wirklich hingucken und es sich zu leisten, auch hinzugucken. Also ich glaube, wir schieben einfach in diesem Alltag, schieben wir uns ständig weg. Es gibt ganz viele Sachen, die ganz, ganz wichtig sind und wir persönlich fallen irgendwie häufig hinten über. Und das ist auch was ich gelernt habe. Also ich nehme mich sehr wichtig. Also auch zum Beispiel hier, es gibt halt so Geschichten, wo mir gesagt, du kannst das so nicht machen. Und das gilt für mich nicht mehr. Ich habe das wirklich abgehakt. Ich darf alles machen. Natürlich heißt es nicht, dass ich jemanden irgendwie, vor den Kopf stoßen oder gegens Knie treten darf. Also das heißt schon, dieses Gefühl dafür zu bekommen, wann bringt es mein Gegenüber durcheinander. Letztendlich ist es dann auch wieder das Gespräch, in dem zu klären ist, warum bringt es dich jetzt durcheinander? Und also ich will da jetzt nicht irgendwie so diejenige rüberkommen, die so durchs Leben rattert. Letztendlich ist es jedoch so, ich darf alles machen und ich darf alles versuchen. Ich darf alles ausprobieren. Da wird wahrscheinlich auch eine ganze Ecke daneben gehen. Aber dieses Gefühl zu kriegen, ich darf das tun. Es gibt keinen. Für mich ist es immer so, dass ich habe ein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Ich habe ein Geburtsrecht, wunderschön zu wohnen. Ich habe ein Geburtsrecht, erfolgreich zu sein. Ich habe ein Geburtsrecht, auch reich zu sein. Und das ist so mein Lebensmotto, was ich natürlich auch gerne anderen weitergeben möchte. Und einfach zu gucken, was schallt da jetzt zum Beispiel auch, wenn ich das höre, was schallt da in mir? Und ich glaube, es gibt immer wieder dann so kleine Glöckchen, wo man so merkt, da passiert jetzt was mit mir. Und dann ist es der Moment, dann bitte hingucken, weil dann passiert die Veränderung. I miss all those things we did back then.